Hello and good morning, friend. Hallo und guten Morgen, Freunde. So I said we have to talk a little bit more about this life union. Ich sagte, dass wir noch ein wenig über diese Lebensvereinigung sprechen müssen. You see, we have to remain in Him in practice and experience, not in theology and theory. Wir müssen in der Erfahrung und im Praktischen mit ihm verbunden bleiben, nicht in Theorie und Theologie. Because the truth is, we are in this life union with Him. Denn die Wahrheit ist, dass wir in dieser Lebensvereinigung mit ihm sind. But unless we make this a thing that we appropriate by faith, Aber solange wir das nicht im nehmenden Glauben ergreifen, we will not experience it. werden wir es nicht erleben. So remember, everything that happened on the cross is beautiful, but if you don't experience it, what does it help you? Erinnere dich, alles, was am Kreuz geschah, ist wunderbar. Aber was nützt es dir, wenn du es nicht erlebst? The Bible says that he who belongs to Him is one spirit with Him. Die Bibel sagt, wer zu ihm gehört, ist ein Geist mit ihm. So you and Him are one. You are in this life union. Du bist also eins mit ihm und du bist in dieser Lebensverbindung. So when the Bible says you have to remain in it, it means you by simple faith and choice practically live it. Wenn die Bibel sagt, dass du darin bleiben musst, heißt das, dass du das durch einfache Entscheidung praktisch lebst. So every day you have to make this simple choice. Jeden Tag musst du also die schlichte Entscheidung treffen You have to believe with all of your heart that you actually are in Him and you are one with Him. und du musst von ganzem Herzen glauben, dass du tatsächlich in ihm bist und eins mit ihm bist. You know, this morning we had a conversation at our house. Heute Morgen hatten wir ein Gespräch im Haus. Somebody who lives here and it's not Daniel. Jemand, der hier lebt, und es ist nicht Daniel, And this person said, you know, I couldn't do this, I couldn't do this, I couldn't do this. sagte, ich konnte das nicht tun, ich konnte das nicht tun. And I said, please don't say that. Und ich sagte, bitte, sag das nicht. I said, of course you could do this. Natürlich konntest du das tun. And this person said, no, I couldn't. Und die Person sagte, nein, konnte ich nicht. I said, look, you didn't really want to do it. Ich antwortete, du wolltest es nicht wirklich tun. That's the truth. Das ist die Wahrheit. And then suddenly this person realized that her I couldn't do it was just an excuse. Dann realisierte die Person, dass ich konnte es nicht, nur eine Ausrede war. If you truly make by choice and simple trust your life union with Him a reality, Wenn du durch simple Entscheidung und Vertrauen deine Lebensverbindung mit ihm real werden lässt, what's going to happen? was passiert dann? All the life of Jesus flows through you. Das ganze Leben von Jesus fließt durch dich. He heals through you. Er heilt durch dich, He prophesies through you. er prophezeit durch dich, He loves through you. er liebt durch dich, He serves other people through you. er dient anderen durch dich. Think. Überleg mal. The branch gets everything it needs from the vine. Die Rebe bekommt alles, was sie braucht, vom Weinstock. And remaining in life union with Him means that you choose to get everything from Him. Und in Lebensvereinigung mit ihm zu bleiben heißt, dass du dich entscheidest, alles, was du brauchst, von ihm zu erhalten. He will always remain in this life union with Him, with you. Er wird immer in dieser Lebensvereinigung mit dir bleiben. Now look what He continues to say, very strong words. Schau, was für starke Worte er dann sagt. For as a branch severed, which means cut off, from the vine will not bear fruit. Denn so wie eine vom Weinstock abgetrennte, das heißt abgeschnittene, Rebe keine Frucht bringen wird, So your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to mine. wird auch euer Leben unfruchtbar sein, wenn ihr es nicht intim und eng vereint mit mir lebt. For me, this is a very encouraging statement. Für mich ist das eine sehr ermutigende Aussage. For me, this very statement takes all the pressure of fruitfulness of my life. Sie nimmt mir all den Druck, Frucht zu bringen von meinem Leben. Do you know why? Weißt du warum? Because suddenly I realize unless I live in intimate life union with Him, I'm not going to be fruitful. Weil ich plötzlich begreife, dass ich nicht fruchtbar sein werde, solange ich nicht in einer intimen Verbindung mit ihm lebe. But I also realize that it's not my struggling, not my strife, not my hard work that makes my life fruitful. Aber ich begreife auch, dass es nicht meine Anstrengung, mein Abmühen oder meine harte Arbeit ist, die mein Leben fruchtbar macht. Intimacy brings
fruitfulness. Intimität führt zu Fruchtbarkeit. Exactly what Jesus said. Unless you're joined to me intimately, you will not be fruitful. Das ist genau, was Jesus tat, und solange du nicht innig mit ihm verbunden bist, wirst du keine Früchte bringen. Do you know, when I first got married to Debbie in 86, Als ich Debbie 1986 heiratete, Debbie was already 29 years old. war Debbie bereits 29 Jahre alt. So we kind of wanted to have children quickly, Also wollten wir recht schnell Kinder haben, because she was almost 30. denn sie war ja fast 30. So here's what we did. Wir machten also Folgendes. Every morning when we got up, Jeden Morgen, wenn wir aufstanden, we said, sagten wir, we have to become fruitful. We have to become fruitful. oh, wir müssen fruchtbar werden, wir müssen fruchtbar sein. We have to do everything to make sure that we have a child. Wir müssen alles tun, damit wir ein Kind bekommen. Do you really think that's what we did? Glaubst du wirklich, dass wir das gemacht haben? Of course not. Natürlich nicht. We naturally lived our life in intimacy as a couple, and one day there was a baby. Wir lebten ganz natürlich in Intimität als Ehepaar und dann, eines Tages kam ein Baby. You see, fruitfulness comes from intimacy. Siehst du, Fruchtbarkeit resultiert aus Intimität. So what do we do? Aber was machen wir? We think we can live our life cut off from life union with Jesus and be fruitful, but it doesn't work. Wir denken, wir könnten unser Leben abgeschnitten von der Lebensvereinigung mit Jesus führen und fruchtbar sein, aber das funktioniert nicht. So if you try to live your life by yourself in your own cleverness, in your own wisdom, in your own strength, Wenn du also versuchst, dein Leben allein zu leben, in deiner Klugheit, in deiner Weisheit, in deiner eigenen Kraft, cut yourself off from Jesus in practice and experience all day long, dich selbst in der Praxis und Erfahrung den ganzen Tag von Jesus abschneidest, how are you going to be fruitful? You won't. wie willst du da fruchtbar sein? Das geht nicht. But the good news is that it's not your strife and effort, it's your intimacy that guarantees that you will be fruitful. Doch die gute Nachricht ist, dass es nicht deine Anstrengung und Leistungen sind, sondern die Intimität mit ihm, die dir Fruchtbarkeit garantiert. I read a survey once about America Ich habe mal eine Umfrage aus den USA gelesen, that I found so hard to believe die ich kaum glauben konnte, that I actually did a test myself. so dass ich selbst einen Test gemacht habe. The survey was among pastors and full-time leaders, Die Befragung war unter Pastoren und Vollzeitleitern and they were asked what a prayer life they had apart from praying work-related prayers. und ging darum, was für ein Gebetsleben sie hatten neben ihren berufsbezogenen Gebeten. You know, work-related prayers for pastors like this. Berufsbezogene Gebete sind bei einem Pastor folgendes. God, we need so much money for the building project, please provide. Gott, wir brauchen so viel Geld für das Gebäude, bitte schenke es uns. God, these people have so much trouble, please fix it. Gott, diese Leute haben so viele Probleme, bitte kümmere dich darum. The shocking, oh God, I need to preach another sermon, give me one. Gott, ich brauche eine Predigt, bitte gib mir eine. It was so shocking in this survey that I think 95% of pastors had no intimacy with God and no prayer life apart from work-related prayer. Es war so schockierend, dass in der Umfrage, ich denke, 95% der Pastoren keine Intimität mit Gott hatten und kein Gebetsleben, abgesehen von berufsbezogenen Gebeten. I was in Christian leadership at that time when I read that survey. Ich war selbst in christlicher Leiterschaft, als ich damals die Umfrage las. I thought, I don't believe that. Ich dachte, das glaube ich nicht. So as I traveled through many places, I began to ask pastors myself. Da ich viel herumreiste, fing ich an, selbst Pastoren zu fragen. And I took them aside privately Ich nahm sie privat zur Seite and I said, look, I will never tell anybody, und sagte, schau, ich werde es niemals jemandem sagen, but I would like you to be really honest with me. aber ich möchte, dass du wirklich ehrlich zu mir bist. And I asked them this question. Dann stellte ich ihnen die Frage. And what I found out shocked me. Was ich herausfand, schockierte mich. That most of the pastors I personally asked just had a work relationship with Jesus, but no intimacy. Die meisten Pastoren, die ich befragte, hatten nur eine Arbeitsbeziehung zu Jesus, aber keine Intimität. My friend, Mein Freund, fruitfulness doesn't come by your hard work, it becomes by remaining in life union with Jesus. Fruchtbarkeit kommt nicht von deiner harten Arbeit. Sie resultiert aus einer permanenten Lebensvereinigung mit Jesus. So if you live cut off from him in your daily experiences, how are you going to be fruitful? Wenn du also in deinem täglichen Erleben abgeschnitten von ihm lebst, wie willst du dann Frucht bringen? Please meditate on that. Bitte meditiere darüber. See you tomorrow. Bis morgen.